Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie versprochen gibt es heute eine Roomtour von Leas Campervan. Zuerst mal ein paar Fakten. Der Sprinter ist Baujahr 2009, hat 230.000 Kilometer drauf, ist eingetragen mit 2.850 Kilo, also fix fertig mit Ausbau. Und jetzt werden wir mal reinschauen. Ja, wir starten mit der Technik. Hier im vorderen Bereich unter dem Sitz ist die ganze Elektronik eingebaut. Die Sitzbezüge werden natürlich noch neu gemacht, die sind bestellt. Jetzt schauen wir mal rein, was wir da gemacht haben. Wir haben also hier eine 120 Ah Lithium-Batterie verbaut, ein Victron-Ladegerät für Landstromanschluss. Wir haben hier einen Ladebooster verbaut, alles sauber abgesichert. Und hier auf der linken Seite seht ihr den Wechselrichter und alles schön verteilt und abgesichert. Hier oben haben wir eine Fiamma F80S Markise verbaut. Und weiter hoch sehen wir das Heki-Fenster vorne, 200 Watt Solar und hinten den Max Van eingebaut. Dann gehen wir weiter ums Auto herum und sehen wir hier den Landstromanschluss. Jetzt schauen wir mal von hinten rein. Hier sehen wir das Bett oben. Ja, unter dem Bett haben wir ein Fach eingebaut für Tisch und Stühle. So kann das relativ schnell rausgeräumt und eingeräumt werden. Hat einen festen Platz. Linker Hand haben wir eine Dieselheizung eingebaut, die kostet ungefähr 100 Euro. Bis jetzt funktioniert die gar nicht tadellos. Das Bedienpendel haben wir nach vorne verlegt und hier hinten arbeiten wir mit den Stapelboxen. Die sind unten gesichert und können natürlich schnell entnommen werden. Hier sehen wir auch gleich den Sicherungskasten vom Landstrom und den 12 Volt Verteiler für die ganzen Lampen und Technik. Man kommt von vorne nach hinten durch die Doppeltüren in den Laderaumbereich. Das hat sich bewährt, wenn man bei Regen mal irgendwas von hinten braucht. So, außen haben wir ihn gesehen. Jetzt gehen wir mal nach innen rein und schauen uns das Ganze im Detail an. Wir starten hier mit dem vorderen Bereich. Dann kann man hier mit dem Vorhang schön nach vorne zumachen. Wir sehen hier im oberen Bereich eine Klappe. Ja, den alten Himmel haben wir ja aufgetrennt, könnt ihr im Video schön sehen, und den Boden reingesetzt. Und jetzt hier ein riesengroßes Staufach im oberen Bereich geschaffen. Der alte Himmel war ja grau. Den haben wir unten mit schwarzem 3D-Filz überzogen. Und so schaut der Wagen natürlich jetzt auch von unten aus wie neu. Gehen wir mal nach unten. Warum ist die Dusche so abgesetzt? Das haben wir gemacht, um einfach mehr Raum zu bekommen für die Toilette und ausreichend Schräglage noch für den Sitz, damit man den schön nach hinten noch stellen kann. Gehen wir nach unten weiter. Da sehen wir hier diese Sitztruhe. Das heißt, hier kann noch jemand sitzen und rausschauen zur Schiebetür. Die Sitztruhe ist mit einem Dämpfer versehen, sodass die Klappe oben bleibt und einem nicht auf die Finger fällt. Man hat jetzt hier nochmal schön Stauraum für Getränke oder Schuhe oder anderes. Ja, den Öffnungswinkel muss man ein bisschen austüfteln, wie die Klappe noch optimal aufgeht und trotzdem der Zugang noch gewährt ist. Lasst uns jetzt mal die Toilette anschauen. Das Bullauge ist ganz witzig und bringt ein bisschen Licht ins Innere der Toilette. Jetzt können wir gleich sehen, was ich an der Tür gemacht habe. Wir wollten eigentlich unbedingt auf den Vorhang, auf den Duschvorhang verzichten. Das heißt, ich habe hier
solche Gummis eingeklebt. Die verwendet man normalerweise für flache Duschausläufe, damit das Wasser, so eine Art Schwallrandgummi oder wie der heißt, im unteren Bereich haben wir ein Holz dran gemacht, sodass das Wasser quasi wie bei einer Außentür auch ablaufen kann, nach innen rein, über diesen Rand hinweg. Hier sehen wir jetzt die Duschabdichtung, wie der Gummi schön in die Seiten übergeht und unten das Wasser über die Kante nach innen läuft. Auch hier ist es so, dass das Wasser hier über die Biegung nach innen läuft. Dann haben wir die Edelstahlwanne, die ist sehr kalt. Da wollen wir noch einen Holzrahmen, Holzrost reinbauen. Ja, hier der Ausströmer von der Dieselheizung, den kann man komplett zumachen, sollte man duschen, und das war, sodass das Wasser hier drüber läuft. Ja, gehen wir weiter zur Trockentrenntoilette. Ist auch noch nachträglich reingekommen. Das ist quasi ein Wasserschutz, wenn man duscht. Will ja auf den Vorhang verzichten. Und der ist eigentlich aus Acrylglas, PP, was das für ein Kunststoff ist, weiß nicht genau. Hier die Scharniere, die gibt es bei Amazon, selbstklebend. Hier seitlich sind Magnetdichtungen dran, und so kann ich diese Abdeckung einfach abnehmen und habe so jetzt meine Trockentrenntoilette mit dem normalen handelsüblichen Deckel. Und hier dieser Trockentrenneinsatz, der hier zum Wechseln der Tüte einfach hier über diese Kohle nach oben herausgenommen wird. Ja, so komme ich sauber an diesen Kunststoffeinsatz ran und kann die Tüte austauschen. So. Hier sehen wir die Aufnahme vom Einsatz, das habe ich auch selber gebaut. Das geht hier runter, hat so eine Art Siphonwirkung, geht in den Schlauch rein, hier ist eine kleine Steigung drin und geht dann nach links in den Kanister rein und kann so 5 Liter aufnehmen. Das ist ein handelsüblicher Kanister, das heißt, hier haben wir normalerweise einen Ersatzkanister dabei, sodass man mit 10 Liter eigentlich gut zurechtkommt. Hier kann man einfach den Schlauch nach oben rausziehen und dann den Kanister entnehmen. Gehen wir weiter, bauen wir das wieder zusammen. Einfach einen Einsatz rein, Verriegelung rum und fertig. Hier rechts davon haben wir einen Schubkasten mit Streu. Hier die Brausenarmatur und hier oben noch ein Licht. Das muss noch gestrichen werden, damit es einfach wasserabweisend ist. Oben eben für Krimskrams, wo man eben so braucht. In der Decke dieser Dachpelz, damit das Ganze auch gut entlüftet wird. So, nach der Dusche gehen wir weiter in den nächsten Bereich. Hier unten sehen wir Lüftungsschlitze für den Kühlschrank, das heißt, der Kühlschrank muss belüftet werden. Hier rechts findet sich die Druckwasserpumpe. Die muss natürlich abgestimmt sein auf den Wasserboiler. Da müsst ihr unbedingt schauen, was der Boiler an Druck aushält. Ja, der Druck der Wasserpumpe darf natürlich nicht so größer sein, wie der Druckbehälter aushält. Hier rechts sehen wir die Öffnung zum Kühlschrank. Hier kann man also
Luft ansaugen, der Kühlschrank, und hier oben im oberen Bereich über die Lüftungsschlitze wieder ausblasen. Auch hier haben wir noch zusätzlich Stauraum für kleine Utensilien. Hier sehen wir den Wassertank, wir haben 60 Liter Wasser dabei. Den Wassertank können wir entweder mit der Gießkanne von oben befüllen. Man kann auch mal einfach so ein Sixpack Wasser kaufen und da reinleeren. Der hat nicht den Anspruch auf viel Wasser dabei. Oder man kann hier einen Gardena anschließen und den Wassertank auch mit dem Gardena voll machen. Die Heizungsschläuche, die hier im Innenraum gehen. Hier haben wir den zweiten Bereich der Küche. Der ist gegenüber vom Küchenblock. So hat man hier nochmal eine Möglichkeit, was abzulegen. Hier unten haben wir einen 80 Liter Kompressorkühlschrank. Ja, der Kühlschrank ist eigentlich beleuchtet, ist jetzt der Strom weg. Ich habe schön Stauraum, habe hier ein Gefrierfach, die Auffangschale hier unten, tipptopp, und kühlt auch richtig gut, muss man sagen. Gehen wir weiter nach oben. Ja, über die Victron-Geräte hat man Zugriff über Bluetooth auf die Geräte, und die Lithium-Batterie hat auch eine separate App, um den Füllstand anzuzeigen. Das reicht uns. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Hier unten haben wir die Steuerung vom 3 Liter Boiler. Den kann man auf 12 Volt laufen lassen oder auf Landstrom. Hier haben wir noch eine 230 Volt Steckdose, die funktioniert aber nur mit Landstrom. Hier haben wir das Schaltpanel und USB-Steckdosen noch drin oder Zigarettenanzünder. Hier sehen wir auch die Bordspannung. Kann Handy laden, und hier über diesen Drehregler lässt sich das Deckenlicht dimmen. So. Wasserpumpe. Hier oben noch ein Fach zum Handyladen oder Kleinkram reinwerfen, und hier im oberen Bereich haben wir noch einen großen Schrank für Küchenutensilien. Zum Küchenblock. Hier sehen wir schön die abgerundeten Kanten, man kann sich nicht verletzen. Man hat einen Tisch zum Erweitern der Arbeitsfläche. Wir haben ein Induktionskochfeld, die Bedienung dazu. Hier haben wir ein handelsübliches Waschbecken verbaut mit einem ordentlichen Wasserhahn. Unter dem Waschbecken haben wir einen Griff angeschraubt, da kann ein Geschirrtuch drüber, und darunter findet sich der Mülleimer. Ganz geschickt hier, wenn man isst oder wenn man kocht, kann man gleich die Reste entsorgen. Die Schubkasten an, so finden sich hier im oberen Bereich das ganze Besteck wieder. Eine Stufe tiefer haben wir nur eine Klappe verbaut. Wir haben hier einen Kartuschen-Gaskocher noch dabei. Wenn man keinen Landstrom hat, kann man hier nicht kochen, aber für die Zulassung zum Camper ist bei uns in Deutschland eine fest verbaute Kocheinrichtung gewünscht. Von daher haben wir zusätzlich hier unten noch diesen Kartuschenkocher. Das heißt, man kann den draufstellen, man kann außen kochen. Ganz praktisch mit 2 Flammen. Und hier unten natürlich für normale Küchenutensilien noch 2 Auszüge. Was ich hier sagen muss, wir haben bewusst zu Beginn beim Herstellen von Schubkasten gleich mal vorsorglich Nuten eingesägt, und man kann jetzt jederzeit hier solche Trennstege reinmachen und das dann optimal einteilen. Auf der Rückseite der Küche ist hier im Fußbereich noch ein Fach für Schuhe, und hier haben wir auch gleich einen Entleerungsschlauch, um eben das Wasser über das T-Stück im Winter entleeren zu können.
Unter dem Küchenschrank findet sich noch ein Licht, damit man auch genügend Helligkeit beim Kochen hat. Hier haben wir noch zusätzlich Stauraum für Lebensmittel. So, die Technik haben wir uns jetzt angeschaut. Jetzt schauen wir uns noch an, wie das Bett aufgebaut wird. Das geht eigentlich ganz einfach. Wir haben hier einen schönen Vorhang hinter der Blende versteckt. Wir können jetzt das Bett einfach hier ausziehen und recht schnell die Matratze einfach hier vorziehen und nach unten drücken. Und dann haben wir auch schon das Bett aufgebaut. Man kann hier immer noch sitzen und den Tisch nutzen, um abends noch mit dem Laptop etwas zu tun, während der andere schon ins Bett kann. In der Decke haben wir LED-Strahler integriert, das sind Nut- und Federbretter, die sauber übergehen in die Seitenverkleidung mit einer speziell hergestellten Leiste und noch gegenüber in zusätzlich Stauraum in Form von Hängeschränken. Ja, rechts über dem Kopf haben wir keine Hängeschränke geplant, dass man beim Aufstehen nicht den Kopf anhaut. So haben wir einfach so kleine Staufächer integriert. Hier die Leselampen mit Dimmfunktion, 2 Stück, oder im unteren Bereich mit USB-Stecker. Für Klamotten, die sind mit schönen Federscharnieren versehen. Ein ganz dünner, leichter Boden, der über die Aufkantung nach vorne versteift wird. Und man hat gleichzeitig ein bisschen den Schutz, dass nicht alles gleich rausfällt, wenn man den Schrank öffnet. Ja, hier rechts findet sich die Fernbedienung für den Max-Van wieder. Und wir können hier noch Ambiente-Beleuchtung anmachen für kuschelige Abende. So, wir sind am Ende angelangt, noch ein paar Details, also wir sind komplett gasfrei unterwegs, wir müssen keine Gasprüfung machen. Wir haben ausreichend Strom dabei, wir haben 600 Kilo, über 600 Kilo Zuladung. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen, konntet das eine oder andere Detail noch für euch entdecken. Bleibt mir gesund und treu, in diesem Sinne, ciao, euer Wolfgang.